Hallo. Diesmal geht es um eine Übung, mit der du die Kraft und Präzision der Finger der linken Hand trainieren und verbessern kannst. Diese Übung heißt Hämmern und Abziehen. Und wie immer gibt es unten in der Beschreibung einen PDF-Link, da kannst du eine Datei herunterladen. Und wenn du immer die neuesten Videos von mir bekommen möchtest, abonniere doch einfach meinen Kanal und betätige die Glocke. So, und ich würde sagen, wir starten. Fangen wir mit der ersten Übung an, die heißt Hämmern. Wir legen den ersten Finger auf den ersten Bund der vierten Seite, schlagen den Ton an und hämmern dann mit dem zweiten Finger und erzeugen den zweiten Ton. Vielleicht gelingt dir das am Anfang nicht gleich. Entweder du hörst gar keinen Ton, dann schlägst du vielleicht zu schwach auf oder du triffst gar nicht richtig die Saite. Lass dir damit Zeit. Also am Anfang klappt es nicht gleich, aber wenn du es immer wieder ausprobierst, irgendwann wirst du merken, funktioniert es. Du kannst auch mal die Seite wechseln, vielleicht auf der dritten Seite spielen. Die Seite ist etwas dicker und da hat man vielleicht schneller ein Erfolgserlebnis. Wenn du dich einigermaßen sicher fühlst, dann spiel das Ganze in einer kleinen musikalischen Übung. Das habe ich ja auch in der PDF-Datei aufgeschrieben. Ich habe es da 4-mal notiert pro Seite. Ich spiele es jetzt einfach 2-mal pro Seite. Ich will nur mal ein Beispiel geben dafür. Jetzt kannst du dir überlegen, ob du zurückspielst oder wieder von vorne anfängst. Also es gibt viele Varianten davon. Und ganz wichtig, immer im gleichmäßigen Tempo spielen. Nicht irgendwie zu schnell, zu langsam. Nimm dir ein Metronom als Hilfe. Es ist immer lieber langsam und präzise spielen als zu schnell und unpräzise und unmusikalisch. Das ist immer ganz wichtig. Diese Übungen müssen musikalisch gespielt werden. Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Das heißt, der erste Finger und der zweite Finger liegen. Wir schlagen den Ton an und der dritte Finger hämmert. Und auch das ist wieder eine Herausforderung. Der zweite und dritte Finger hängen irgendwie an einer Sehne und deswegen ist es für alle Musiker eine Herausforderung, den dritten Finger unabhängig vom zweiten zu bewegen. Egal welches Instrument man spielt. Also auch da Geduld haben, immer wieder ausprobieren, üben. Ganz wichtig, die Finger müssen wirklich wie so ein Hämmerchen immer von oben kommen, ganz, ganz präzise. Und ihr ahnt es schon, es kommt der vierte Finger. Auch der ist wichtig und muss trainiert werden. Und dieser vierte Finger hat mir schon bei vielen komplizierten Akkordwechseln geholfen. Auch da gilt wieder, wir legen alle 3 Finger hin, schlagen den Ton an und dann erzeugt der vierte Finger einen Ton. Auch das ist nicht so einfach, weil der vierte Finger meistens nicht so trainiert ist, aber habt Geduld. Es ist ganz wichtig, dass man das immer wieder ausprobiert, sich nicht entmutigen lässt. Irgendwann klappt es und dann hat man insgesamt kann man viel stabiler zugreifen. Kommen wir zur zweiten Übung. Diese Übung ist ähnlich, nur denken wir jetzt in die andere Richtung. Und zwar legen wir den ersten und den zweiten Finger auf die vierte Seite. Wir schlagen den Ton an und jetzt ziehen wir den zweiten Finger ab. Und ich stelle mir dabei vor, der Finger wäre so ein kleiner Haken. Der geht nach oben weg
Er darf nicht nach unten weggehen, weil er dann die zweite, oder nicht die zweite, die darunter liegende Saite berührt. Auch das ist nicht ganz einfach, aber probiert es aus, bis ihr es könnt, und man kann auch dann die Saiten wechseln. Und am einfachsten ist es noch auf der ersten Seite, weil der Finger dann ins Freie gehen kann. Ja, probiert es aus. Genau das gleiche machen wir dann natürlich auch mit dem dritten Finger. Das heißt, der erste und der zweite Finger liegen und der dritte Finger zieht ab. Und zu guter Letzt, auch der vierte Finger muss ran. Alle 3 Finger legen wir hin. So. Und dann kommt der vierte Finger. Auch das verteilen wir wieder auf alle Seiten. Und ich sage es immer wieder, jede Übung musikalisch denken. Versucht einen schönen Ton zu erzeugen und gleichmäßig zu spielen. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Versucht diese Übung umzusetzen. Sie wird euch auf jeden Fall weiterbringen und eure Fähigkeiten auf der Ukulele verbessern. In dem Sinne, ciao!